I'm the husband of Jenny Ahlstrom, and I'm the president of the Jenny Ahlstrom fan club. Also ist der Ehemann von Jenny Ahlstrom. Jenny ist eine Myelom-Patientin und ist der Präsident des Jenny Ahlstrom Fanclubs. If you want to join the fan club, you can go to myelomacrowd.org and get on the newsletter. Also hier über die angegebene Internetadresse können Sie dann auch Fan werden und können so ein bisschen sehen, was dort abgeht. I'm grateful to the great work that's being done here in Würzburg. We have done over 100 radio shows with the top researchers in the world and study what's happening in the world every day. And I can tell you that the work that's happening in Würzburg is at the top of what's happening any place in the world. Es ist irgendwie schwierig für mich, das zu übersetzen. Also er berichtet, dass er mit über 100 Myelom-Spezialisten aus der Welt haben sie intensive Interviews geführt, haben gefragt, was wird dort gemacht, was wird dort an Forschung betrieben, und er ist der Meinung, dass wir hier eine der besten sind weltweit. So I'm going to start with a story. A while back I was very dizzy, and I was so dizzy I couldn't stand up. And so Jenny took me to the doctor. Ja, also er erzählte so eine eigene Erfahrung. Er ist mal morgens aufgestanden und hat sich so richtig erschöpft gefühlt, war so ein bisschen schwindelig und hat dann seine Frau angesprochen und gesagt, also mir geht's heute nicht so gut, ich fühle mich irgendwo schwindelig. Okay, so you're a doctor, right? Also ich soll jetzt den Doktor für ihn spielen. Okay, doctor, I'm dizzy. Okay. Also er fühlt sich schwindelig. What do you think it is? So that's really difficult, because dizziness can be a symptom of a lot of diseases. So if I'm a hematologist, mainly I would say maybe you are anemic, also dass möglicherweise eine Anämie hat. If I was a cardiologist, I would say maybe you have a coronary artery disease and your heart is not pumping sufficiently, dass irgendwas am Herzen hat. If I was a neurologist, I would say you might have a brain tumor, or you might have an occlusion of your arteries that are supplying the brain with blood, also dass irgendwo einen Hirntumor hat oder irgendwas, was so die Blutzufuhr im Gehirn vermindert. So a lot of very serious diseases. Yes, I'm very nervous. I'm nervous. So after they did a chest X-ray and a scan, they took blood and urine samples. Also das habe ich auch schon ähnlich erlebt. Man hat in Amerika manchmal ähnlich wie bei uns auch. Man hat also gar nicht lange gefragt, sondern man hat einfach mal angefangen. Man hat ein EKG gemacht, man hat ein Röntgenbild gemacht, man hat viel Blut abgenommen, ist alles weggeschickt. Aber man hat ihn nicht gefragt. The doctor then asked me the question, what did you do yesterday? Und dann, nachdem alles da war, hat ihn dann der Doktor doch mal gefragt, gesagt, was hat er denn gestern gemacht? I said, I worked all day in the sun for 12 hours without drinking any water. Und dann kam die Lösung, da hat er nämlich erzählt, dass er am vergangenen Tag 12 Stunden hart körperlich in der Sonne gearbeitet hat und nicht ausreichend getrunken hat. He says, oh, now I know why you're dizzy. Und dann war das die Rätsellösung. Dann hat er gesagt, na klar, er hat halt einfach nicht ausreichend getrunken, war entsprechend dehydriert, nennt man das, hat also zu wenig Flüssigkeit im He Körper. said you're dehydrated and you have heat exhaustion. Ja, also er hat so eine Art Hitzekollaps, Hitzeschock. So I tell this story because it exhibits the importance of patients providing information that's critical to the diagnosis that the doctor can't know through tests. Es zeigt eben, erstens, dass es wichtig ist, als Patient dem Arzt zu erzählen, was tatsächlich passiert ist,
was man fühlt, was die Symptome sind, dass man das wirklich vollständig macht. Und auf der anderen Seite natürlich auch, dass der Arzt danach fragt und diese Dinge aufnimmt, um dann letztendlich eine Diagnose zu stellen. So, when we think we have a disease, there's lots of information that the patient can give, the demographic data and patient-reported outcomes, and there's lots of information the doctors generate with their labs and results and tests. Ja, also man sieht, das sind sozusagen die verschiedenen Ebenen, die man braucht, um letztendlich eine Diagnose zu stellen. Also zum einen die demografischen Daten, das heißt, man möchte wissen, wie alt ist der Patient, man möchte was aus seiner Anamnese erfahren, was hat er an Vorerkrankungen, das dann letztendlich natürlich die Daten aus dem Labor und dann schließlich, wenn es dadurch ums Myelom geht, und das haben wir vorher von Martin Kortüm dann gehört, dass wir eben Daten auch brauchen, wie sieht die Erbsubstanz aus, was gibt es dort an Informationen, sodass man letztendlich aus diesen ganzen Informationen dann versucht, ein Bild von dem Patienten zu gewinnen. So, as you enter the process of becoming a patient, you give up your information, and little by little the doctors capture information also. And that's also the weighting of the importance. So the importance is more from demographics than from bone marrow and blood tests. Well, it grows over time. Ja, ja. Also das sind praktisch so die verschiedenen Komponenten, die man sozusagen sammelt, dass man Daten vom Patienten hat, dass man sozusagen aus seiner Vergangenheit Daten gewinnt. Das ist natürlich auch für die Therapie nachher wichtig. Also zum Beispiel eine Herzerkrankung oder sind liegen andere Erkrankungen vor. Und dann kommen natürlich die ganzen Daten, die man sozusagen dann im Labor gewinnt. Da gehört jetzt beim Myelom-Patienten die Knochenmarkuntersuchung, die Bluttests und auch der Urintest mit dazu. And little by little, the patients and doctors work together to figure out pieces of this puzzle. Und so ergeben sich eben zunehmend die ganzen Informationen, das fügt sich dann wie so ein gesamtes Bild, wie ein Puzzle dann zusammen. Until there's now a complete picture of what's going on. Und das wäre sozusagen das, was man sich unter moderner Diagnostik oder Information über einen Myelom-Patienten vorstellt, mit dem man dann, sagen wir mal, die optimale Behandlung für den Patienten definieren kann. To help with bringing the patients and doctors together, the Myeloma Crowd Foundation has created a project called the Health Tree Project. Also sozusagen jetzt diese ganzen Informationen zu sammeln und auch letztendlich den Patienten und den Ärzten was mit auf den Weg zu gehen, hat man jetzt sozusagen dieses Health Tree Programm entwickelt, das diese ganzen Informationen versucht aufzunehmen. The idea from this came from Dr. Rafael Fonseca of the Mayo Clinic. Und derjenige, der das angestoßen hat, war Rafael Fonseca von der Mayo Clinic in Scottsdale, dort wo Herr Kortüm auch 4 Jahre gearbeitet hat. The Mayo Clinic did research that identified that if you're treated in a center like Würzburg or at a specialist, you live at least 3 to 4 years longer than if you were treated by a general oncologist. Also das ist wieder ein Plädoyer für sozusagen spezialisierte Zentren. Also in den USA hat man sozusagen untersucht, wie ist das Überleben von Patienten mit Myelom, die in einem spezialisierten Zentrum behandelt werden oder die beim allgemeinen Hämato-Onkologen behandelt werden. Und da war der Unterschied im Überleben immerhin 3 bis 4 Jahre. When Jenny was diagnosed in 2010, the data showed that she would live about 24 months. Als seine Frau 2010 mit dem Myelom diagnostiziert wurde, war die Vorhersage Überleben von 2 Jahren. She has now been in remission for 7 years. Und sie ist jetzt seit 7 Jahren in anhaltender kompletter Remission. And she went
went to a specialist. Und sie ist zum Spezialisten gegangen. To real specialist. A real specialist. So, one of the things that she's doing is giving back to help other patients so they can have the same outcomes, even if they're living in an area that doesn't have a specialist. Deshalb ist ihr großes Anliegen, allen Patienten mit Myelom den Zugang zu Spezialisten zu verschaffen, damit sie ähnlich erfolgreich therapiert werden können wie sie selbst. And this project is called the Health Tree Project. Und das ist dieses Health Tree Projekt. It's currently under development, Das wird derzeit entwickelt. but the idea is working with patients, you can capture much of your information that will be helpful to partner with, in addition to the information you capture from the health clinic and the doctors, you put your own information, and so you create a complete picture of your diagnosis. Es soll dem Patienten helfen, sozusagen die Informationen, die wichtig für seine Erkrankung und wichtig für seine Therapie sind, zu finden und letztendlich in diesen Tree dann einzugeben, damit man sozusagen selber so ein bisschen sieht, ist die Therapie richtig, die da gewählt wurde, ja oder nein. Whoops, I did something wrong. Maybe just get out and come back in. Let's just try hit escape. Maybe get back out. I have to close it. Yes. Closing. Come back in. You're here. Can you go full screen? Yes. You're There we here. go. Okay. The purpose of the Health Tree Project is to give patients a second opinion, as if one of the world-leading doctors, like Dr. Einzela or Dr. Rafael Fonseca, were standing next to you. Also die Idee ist, dass man sozusagen über diesen Health Tree, wenn man sozusagen die Information eingibt, die man dann hat und die man sich dann beschafft, sozusagen selber nochmal eine Zweitmeinung sich selber einholen kann über das System, das dann genauso gut sein soll, wie dann sozusagen einen Spezialisten zu befragen. And then you can take that second opinion to your doctor and have a conversation about options. Und dass man sozusagen dann mit der Information, die man aus diesem System rausholt, dann zum behandelnden Arzt geht und sagt, das hat der Health Tree sozusagen für mich jetzt ausgewählt und jetzt beziehen Sie mal Stellung dazu. Da kann sich die Frau Schäfer so ein paar vorstellen, die sich das sicher darüber freuen. I can tell you that a better informed patient has better outcomes. Ja. Also das, je besser der Patient informiert ist, umso besser ist sein Verlauf und das ist sicher richtig. Und da soll das helfen. So the goals of the health tree are to help patients, empower patients to understand their options, especially during relapse, help the patients find academic centers that they can go to, like Würzburg, so they can increase the probability of having a better outcomes. And then over time, we'll give the researchers access to the patient data to improve the feedback loop. So patients can provide feedback based on the protocol, and over time, the system gets smarter. Also das sind sozusagen die Ziele dieses Health Tree des Systems. Man will einerseits den Patienten helfen und auch zu verstehen, was die Möglichkeiten sind, vor allem wenn die Krankheit wiederkommt. Es soll helfen, den Myelom-Patienten sozusagen ein gutes Zentrum für die Behandlung zu finden. Es soll den Patienten helfen, es soll auf der anderen Seite wieder den Forschern oder den Ärzten helfen,
von den Patienten bessere Rückmeldungen zu bekommen und damit natürlich letztendlich auch schneller bestimmte Fragen, zum Beispiel zu Nebenwirkungen, Wirkungen zu bekommen und letztendlich dann daraufhin zielen, dass neue Studien mit neuen Medikamenten dann induziert werden. And so we'll be launching this in the next 6 months, and we would welcome your feedback, and we will translate it into German to make it available. Mhm.